Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute zu Gast Nikolaus Rieder von der Firma Schrack Seconet. Ich habe ihn bei einer Testbusters Night kennengelernt, die mein geschätzter Kollege Rudi Grötz organisiert, und war ganz begeistert von Nikolaus' Geschichte. Er hat sich daran gemacht, ein altes Testautomatisierungsframework abzulösen durch eine neue Implementierung. Und von seinem ganzen Schmerz, seinen Learnings und den Ergebnissen berichtet er uns heute. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Nikolaus, schön, dass du da bist. Guten Tag, kann ich nur sagen. Ich freue mich, dass Guten ich da Tag. sein darf. Ja, finde ich sehr schön. Ich habe dich ja gesehen bei der Testbusters Night von Rudi Grötz, wo ich auch mit dabei war, habe ich deinen Vortrag gesehen und da saß ich dann mit offenem Mund da. Zum einen die Art der Präsentation fand ich steil und auch die Geschichte, die du erzählt hast, so dein Werdegang, das war so ein cooles Gesamtbild. Und dann habe ich gesagt, den Nikolaus, den möchte ich auch bei mir im Podcast haben. Ja, und siehe da, nach ein paar Terminverschiebungen haben wir es auch geschafft. Ja, der Winter ist dazwischen gekommen, mehrere Genau, Male. Winter und Feiertage und Termine und alles. Naja, aber das ist Daily Business, das sind wir ja schon gewohnt. Auf jeden Fall. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Da freue ich mich. Und ja, ich würde gleich mal sagen, starten wir mal auch so mit rein. Vielleicht magst du uns einfach kurz mal abholen, was du jetzt machst, wo du arbeitest, als was du arbeitest, und dann lass uns beginnen bei der Geschichte am Anfang. Ja, also meine Introduction, die mache ich ja sehr gerne, weil es viele komplizierte Wörter drin vorkommen. Aber ich bin aktuell Test Automation Engineer bei Schrack Seconet, eine Firma, die was sich vorwiegend mit Brandmeldesystemen und Kommunikationssystemen befasst. Ich bin jetzt halt im Teil Kommunikationssysteme, das heißt eben so Schwesternrufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Co. Und meine Aufgabe ist es im Daily Business halt Automatisierungskonzepte, Umsetzungen und vor allem auch Tests zu schreiben, die eben unsere Firmware als auch unsere Applikationen und Server-Thematiken überprüft. Möglichst automatisch, weil wir haben einfach einen sehr großen Lastanteil an manuellen Tests aufgrund der Komplexität, die es halt mit sich bringt, wenn man Hardware testet. Ja, ich bin, ist ein aufschwingender Zweig, muss man auch dazu sagen. Also, je mehr Automatisierung, desto entlasteter werden die Menschen. Zumindest ist das bei uns so, weil einfach noch so viel Last da ist. Ja, ja. Das klingt ja jetzt ja total easy peasy, als ob das alles so läuft, aber das war ja nicht immer so, oder? Nein, also ich muss dazu sagen, also früher gab es auch eine Automatisierung, aber das war mehr ein Automatisierung im Sinne von, es gab jemanden, der in XML-Dateien irgendwelche Prozeduren hineingeschrieben hat und dann sozusagen das System beobachtet hat, wie es halt jetzt darauf reagiert. Das war jetzt in meinem Kontext jetzt nicht automatisch, sondern eher semi-automatisch, weil die menschliche Komponente einfach absolut 100% erforderlich war, dass das überhaupt durchläuft. Ja. Und auch die Kontrollmechanismen waren also in meinem Feld zumindest so, dass man sich die Haare raufen konnte. Also Ja. Tests zu kontrollieren, die Ergebnisse zusammenzutragen und dann auf Fehler drauf zu kommen, die was eigentlich nichts mit dem zu testenden Gerät zu tun hatten. Das war ich glaube mal, ein jahrelanger Kampf, bis ich gesagt habe, das reicht. Und auch immer manuell, ne? Also das hat man alles manuell gemacht, ne? Dann, Ja, genau. Man hat sozusagen den ja. Play-Button gedrückt, aber es gab dann eben manuelle Justierungen, wie zum Beispiel, okay, das hier und da etwas umschalten oder umverkabeln, hier und da Konfigurationen ändern und dergleichen. Und auch extrem viel an Copy-Paste-Arbeit, die halt man manuell verrichtet hat, nur um jetzt eine kleine Änderung mit reinzubringen. Diese ganze manuelle Arbeit, die ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen. Ja. Die war ja auch geschuldet aufgrund dieses Frameworks, das wir damals hatten. Und das ist einfach, ich sage mal frei heraus, von einem Entwickler entstanden,
Mhm. der halt das gebaut hat, weil er einfach schon so lange dabei war und es gab damals einfach den Bedarf, aber keine wirkliche konkrete Zielsetzung mit, okay, es soll so und so aussehen, sondern okay, es soll einfach mal funktionieren. Und dann ist Mhm. das Ding halt einfach leider zu schnell wahrscheinlich gewachsen, was wahrscheinlich auch zu diesem monolithischen Aufbau geführt hat mit, okay, Hauptsache es funktioniert und da noch was dazu bauen, das muss ich auch noch dazu bauen. Und nach und nach hat man halt wirklich Schicht auf Schicht drüber gelegt, bis das Ganze nur mehr ein Jenga-Tower war halt. Und Mhm. Ja, wenn man ein Stück gezogen hat, musste man hoffen, dass der Turm noch stehen bleibt. ja, Und das war einfach eine jahrelange Entwicklung, die eben nicht State of the Art war, weil es einfach ja. proprietär in-house entwickelt wurde. Ja. Ich glaube aber, das ist so ein typischer Fall. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele, die das gerade hören oder sehen, mit Tränen in den Augen da sitzen und so langsam vor sich hin nicken und sagen, ja, so ist es bei uns auch. Weil sehr häufig gerade solche Lösungen, die sind manchmal wirklich eine Lösung für ein akutes Problem und Mhm. dann wird das halt dann immer so an den Bedarf angepasst, hier noch was dazu gebaut, da und dann wächst so etwas über die Jahre hinaus. Klassisches Beispiel, glaube ich, auch, was man häufiger hat, ist das immer so, fängt mit so einem Excel an, dann wird das zu viel, dann wird eine MS Access Datenbank draus und irgendwann einmal ist da alles drinnen, was man so an Wissen hat und keiner kann es mehr irgendwie warten. Ne? Ja, auf jeden Ja. Fall. Ist auch ein sehr ähnlicher Prozess bei uns. So, es gibt immer noch viele Dinge, wo man sich die Haare rauft, weil das einfach schon seit 20, 30 Jahren so läuft und es ist Hm. einfach schwierig, in diesen Hm. gerösteten Getriebe da irgendwas noch zu bewegen. Ja. Ähm, ich will mal sagen, ich kenne das selber bei mir auch. Immer wenn ich was anfange mit irgendeinem Projekt und dergleichen, ist es fast schon, als ob man getrieben ist von der Lernerfahrung, dass man einfach Hm. immer was hinzugibt, weil man dadurch sich auch selber irgendwie steigert und verbessert. Ja. Hm. Aber man muss auch irgendwie bewusst sich machen, dass man vielleicht einen Moment mal innehält. Gibt es da nicht schon was? Hat das nicht jemand anderes auch schon gemacht und sich Hm. wirklich auch trauen, dass man sich auf diese externen Ressourcen verlässt. Ja, und ich glaube auch dieses Misstrauen manchmal ist ein Hm. großer Faktor, wo man sagt, nein, ich kann doch nicht irgendeine Library von irgendwoher nehmen. Hm. Und das ist halt, naja, ich baue mir mein Auto auch nicht selber zusammen. Ja, 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 aber viel ist halt in die Richtung auch so gewachsen und ich denke, das ist ja auch häufig nicht mit böser Absicht oder eigentlich nie mit böser Absicht, sondern man möchte was selten, weiter, ja. man möchte selber lernen, man, so wie du sagst, die Gründe, das ist schon nachvollziehbar, aber der Moment ist dann da und man sieht dann, okay, so geht's nicht mehr weiter oder jemand kommt dazu und sieht das und sagt, puh, so können wir das nicht mehr machen und in so einer Situation warst du dann und wie bist du denn das dann rangegangen? So, also den Superman-Anzug angezogen und Ne, in erster Linie habe ich mir mal überlegt, okay, ähm, also diese Änderung hat einfach Implikationen gehabt. Und das war mir irgendwie von Anfang an bewusst, okay, es ist schwierig, diesen Monolith einfach umzustoßen und zu sagen, na, ich mache jetzt was Neues, weil allein schon an der Anzahl an Testfällen, an Konfigurationen und den Bestandsfällen, die einfach im Daily Business gebraucht wurden. Also war ich so von vornherein schon in der Einstellung, okay, ich brauchte irgendein Agreement mit meinem Team, mit meinen Produktmanagern und Co., um halt einfach zu sagen, okay, wir können jetzt so weiterarbeiten, aber es wird nicht besser. Oder ihr gebt mir zumindest ein Release oder dergleichen Auszeit, damit ich das richten kann. hm, Ähm, Das klingt jetzt sehr einfach gesagt. Das waren mehrere Gespräche, die was da involviert waren, von verschiedenen Richtungen beleuchtet, was uns das bringt und äh, warum man nicht so weiterarbeiten kann. Aber letzten Endes war das die initiale Arbeit, also wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten mit, okay, wir müssen uns das anschauen, wir müssen das umarbeiten, damit man mal zumindest die Freigabe hat, das zu tun. Weil hätte ich hm, das so als Nebenbei-Projekt gemacht, hätte ich mir wahrscheinlich gerädert. Also das hat sich dann auch selbst herausgestellt, nachdem die Freigabe erteilt wurde, hat es ja fast ein ganzes Jahr lang gedauert, bis diese Umstellung vollständig abgeschlossen war. Also hm, es wäre nicht möglich gewesen, ohne dass ich das abgesprochen hätte. hm. Und
Ich sage mal so, das ist halt etwas sehr Subjektives. Also da kann ich nur den Rat geben, einfach offen zu sein. Und was mir am meisten geholfen hat, ich habe einfach wirklich praxisnah vorgestellt und gezeigt, so läuft das. Das ist das, Mhm. was ich täglich mache. Und ich habe halt wirklich Mhm. gezeigt, das sind die 6 Dateien, die ich parallel betrachten muss. Ähm, Das sind die Anzahl an Fehlern, die entstehen, nur währenddessen, die im Test-Result gar nicht mehr aufscheinen. Und habe halt wirklich versucht darzulegen, hey, das Ding ist nicht stabil Mhm. und wird uns auf lang und breit einfach nur noch schlimmer werden. Und das waren dann schon sehr überzeugende Argumente. Also ich bin da jetzt nicht Mhm. hineingegangen mit, wir brauchen was Neues, sondern eher mit dem Ist-Stand, mit was ich halt erlebt habe, aber das muss man auch rüberbringen, wie es halt Mhm. aus meiner Sicht ist und nicht, wie es aus deren Sicht ist. Ja, ja. Ja, also einfach mal auch den Schmerz aufzeigen. Ne? Ich Mhm. glaube, das ist ganz wichtig. Und vor allem, weil sagst du was Schönes, ist nicht nur sagen, weil ich glaube, in einem Meeting ist das schnell gesagt, ne? Ich kann so nicht arbeiten. Ne? Ja. Aber wirklich das einmal zu zeigen, wo der Pain eigentlich liegt und das mal auch vorzuführen. Das machen wir ja im Positiven auch. Wenn wir ein Review-Meeting oder was haben, zeigen wir hin, was wir alles Schönes geschafft haben. Aber das auch mal das herzuzeigen, wo ist da eigentlich der Pain? Ich glaube, das kann schon echt auch was bewirken, ne? Mhm. Diesen Freiraum dann zu erhalten, sowas auch zu heilen. Ja. Hm. Ja. Ja. Im nächsten Schritt war es dann eigentlich recht schön, muss ich sagen. Also die erste Phase von nach der Freigabe war am schönsten, weil da durfte ich halt dann haufenweise Konzepte erstellen und viele Dinge ausprobieren. Also es fing ja auch damit an, dass wir noch nicht gewusst haben, was nehmen wir jetzt eigentlich. Hm. Und wir haben etliche Lösungen verglichen. Also wir haben angefangen von eben Lösungen von kommerziellen Seiten, die halt sowas wie Teststand eben, die halt ein komplettes Produkt verkaufen, haben das kurz ausprobiert in der Testlizenz und sind schnell draufgekommen, naja, tut zwar, was es soll, aber kommen auch nicht mehr weg davon. Und Hm. das war für uns schon ein okay, sind wir vorsichtig gewesen. Wir haben auch ausprobiert, ob wir einfach nicht reguläre Test-Frameworks umbasteln können und Hm. für unsere Zwecke missbrauchen können. Also da haben wir einfach dann das NUnit-Test-Framework hergenommen und umgebaut. Wir sind aber auch schnell drauf gekommen, okay, ist einfach nicht schön, wenn man jetzt auf der Teste, wo ich ja eben bin, ich ja Systemtester und Hm. Integrationstester. Und jetzt in einem Unit-Test-Framework da irgendwas zu machen, ist einfach so rein konzeptuell irgendwie merkwürdig. Also quasi, dass ich da jetzt irgendwelche Unit-Tests starte und die laufen da durch, so als ob sie Programmcode testen, aber in Wahrheit kommunizieren sie mit etlichen Geräten. Hat Hm. dann irgendwie nicht ganz ins Konzept gepasst. Ähm, und nachdem wir das halt so ausgiebig ausprobiert haben, sind wir eigentlich auf das Robot Framework fast durch Zufall gestoßen, weil ich mich einfach mal breiter umgeschaut habe mit, okay, was ist denn so allgemein ein Test-Framework? Also ich habe dann wirklich Hm. halt versucht, auch generische Sachen zu finden, weil ich halt draufgekommen bin, wenn ich jetzt auf der Programmierebene bleibe mit, okay, wir brauchen C-Sharp und irgendwas, was mit C-Sharp funktioniert, wird es schwierig. Ähm, und als ich diesen Horizont ein bisschen erweitert habe, bin ich halt dann auch schnell draufgekommen, okay, es gibt sowas wie das Robot Framework, ein generisches Test-Framework, wo man potenziell eben mit verschiedenen Sprachen arbeiten kann. Und Hm. dieses potenziell hat dann fast sogar ausgereicht, um zu sagen, okay, probieren wir das zumindest mal aus. Hm. Ähm, und da habe ich dann aber auch angefangen mit, okay, kann ich nicht einfach den C-Sharp-Code, den wir verwenden, in Python konvertieren. Das habe ich dann sehr schnell aufgegeben. Ähm, das war noch eine Maintenance-Schicht, brauche ich nicht. Und letzten Endes habe ich dann den N-Robot-Server gefunden, also ein weiteres Projekt der Public Domäne, das aber leider halt nicht mehr maintained wurde und habe dann einfach entschieden, okay, dann nehme ich mir das Projekt jetzt und baue das jetzt einfach um. Hm.
Und das war wahrscheinlich die klügste Entscheidung in diesem Kontext, dass ich gesagt habe, okay, wir bauen das um, weil hätte ich jetzt mich darauf verlassen, dass da vielleicht irgendwas anderes noch kommt, Mhm. wäre es nicht gut gegangen. Also ich glaube, die Wahl eben auf Throat Framework hat uns da sehr viel Verbesserung gebracht, weil Mhm. als ich das zum ersten Mal eben meinen Kollegen dann gezeigt habe, mit so einem wirklich simplen Szenario, war das halt schon ein befreienderes Gefühl, ja, Mhm. weil sie einfach gemerkt haben, boah, endlich, so quasi, das ist so einfach und ich durfte dann, während ich diesen Server, also diesen Remote Library Interface Server, den man bei Road Framework braucht, während ich den gebastelt habe, durfte ich halt monatelang meinem Kollegen zuhören, wie er sich gefreut hat, dass das jetzt anders ist. Also man hat es halt immer so gehört über den Bildschirm hinweg, dass es offensichtlich eine Erleichterung mit sich gebracht hat. Teilweise aber auch ein Fluchen, weil man eben viel des alten Codes durchwühlen musste und jetzt portieren Mhm. musste auf das neue System. Und da ist Mhm. man dann auch wieder auf 1000 Sachen draufgekommen, die man wahrscheinlich nicht lesen wollte. Ja. Wenn du da sagst, ihr portiert, also wie war denn die Strategie, das Alte ins Neue zu bringen? Habt ihr das quasi neu geschrieben? Konntet ihr was wiederverwenden oder wie habt ihr euch generell dran gemacht, dieses alte Ding zu zerkloppen? Bei uns ist es so, dass wir haben im Grunde zwei Kernprojekte. Und diese zwei Kernprojekte sind einfach unsere zwei Gewerke, die wir haben. Und jedes dieser Kernprojekte war halt schon teilweise unterteilt in solche C-Sharp-Projekte, aber da war das Problem, die waren jetzt nicht so submodulartig oder Nugget-Paket-mäßig segmentiert, sondern das war halt einfach ein großer Bau mit Projektreferenzen hier und da. Und dann wurde das runterkompiliert in eine Konsolenapplikation. Hm. Das heißt, unsere Aufgabe bestand eigentlich in erster Linie darin, all diese Code-Parteien, also etliche Klassen und also eigentlich die Grundklassen, die in diesen Libraries vorhanden waren, zu finden und zu sagen, okay, jetzt fügen wir eben Baustein für Baustein sozusagen eigentlich von unten vom Jenga Tower den neuen Code-Projekt hinzu. Und Hm. so hat man sich halt quasi durchgehandelt und ist halt draufgekommen, okay, das braucht man eigentlich nicht, weil das war nur wegen dieser XML-Schiene und das braucht man schon, weil das war eben Funktionalität, die halt mit diesem Treiber da spricht. Und so Hm. habe ich mich eigentlich, also ich zumindest habe das bei mir so gemacht, mein Kollege hat es vielleicht, äh, kann ich nicht sagen, wie er es genau gemacht hat, aber ich nehme mal an, es ist in ähnlicher Manier abgelaufen. Bin ich halt draufgekommen, okay, das und das braucht Umbauten. Und das waren bei mir halt so Sachen, wo ich hauptsächlich eigentlich versucht habe, in der Programmierarbeit alle XML-Schichten rauszuschneiden. Also das war wirklich Hm. das habe ich glaube ich in meinem Talk auch gesagt, so ein bisschen wie ein Arzt, der da chirurgisch durchschneiden muss, weil ich musste halt an vielen Interfaces und an vielen Schnittstellen wirklich jedwege Erkennung von, okay, da braucht es irgendeine Referenz auf das XML Hm. wegmachen und durch etwas Neues ersetzen. Hm. Ja, da war eigentlich dann die meiste Entwicklungsarbeit darin, weil es hat sich dann einfach gezeigt, das XML war fast überall. Also es war wirklich wie ein Tumor, der verbreitet in dieser Codebase. Ähm, und das war, war halt schon lustig, sich da durchzuarbeiten. Aber Hm. ich hatte ein bisschen einen Vorteil gegenüber meinem Kollegen, weil ich habe das ja zeitgleich mit dem Aufbau dieses Remote Library Interfaces gemacht. Das Hm. heißt, ich hatte ein viel besseres Verständnis davon, okay, wie diese Keyword-Hierarchie und Struktur aussieht. Also wie werden Hm. die Funktionsaufrufe später dann aussehen und konnte dann auch wesentlich leichter diese Codeanpassungen machen, weil ich halt einfach wusste, okay, wohin kommt's? Mein Kollege hatte da Hm. vielleicht, musste sich dann noch länger einlesen als ich. Hat es aber dann auch hinbekommen. Also wir Hm. sind jetzt beide Bibliotheken sind mittlerweile schon im Robot Framework drin. Und ich würde mal sagen, bei solchen Prozessen ist das Wichtigste, dass man einfach die Ruhe bewahrt. weil, weil das sind einfach, da darf man sich nicht rausbringen lassen und das sind einfach langwierige Prozesse, weil im Endeffekt haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr refactored. Also zumindest bei Hm. mir war es fast ein halbes Jahr Refactoring, weitere Ausbauten vom Remote Library Interface, dann wieder Refactoring. Und das war
ja, ist ein langwieriger Prozess, aber man muss auch dazu sagen, ja, es ist jahrelanger Code, also das dauert dann einfach. Mhm. Mhm. Ja. Wie habt ihr denn das parallel, also du sagst, ihr habt ja euch ja quasi ein Jahr genommen dafür oder ein Jahr war quasi veranschlagt mal Mhm. für diesen Prozess. Jetzt braucht man ja das Alte wahrscheinlich die Zeit drum noch weiter, weil das ja auch noch läuft, ne? Oder habt ihr dann quasi so parallel auch das Neue schon genutzt oder wie habt ihr das gemacht? Also konkret war es so, dass weil wir auf 2 Gewerke aufgeteilt sind, und man kann auch sagen, dass der Brandteil ein der stärkere Businesszweig ist. Was so, dass ich jetzt sozusagen in Kommunikationssysteme gesagt habe, okay, ich brauche von den Release-Testzyklen einfach Pause. Und da musste aber ein Ersatz her. Und in dem Fall haben wir Mhm. einfach beim manuellen Testteam diesen Ersatz eingeholt. Heißt, das manuelle Testing-Team musste in dem Zeitraum für diese Releases einfach wesentlich mehr testen, nämlich das Vollumfängliche, was halt sonst nicht dabei wäre bei ihnen. Nicht mitunter leicht, hat auch die Testzeit bei ihnen wesentlich verlängert und auch Stress verursacht, aber das hat mich sozusagen freigespielt als Ja. allein Entwickler, womit ich mich eben voll konzentrieren konnte auf, dass dieses Remote Library Interface steht. Und sobald das Remote Library Interface eben da war und man sagen konnte, okay, jetzt kann man eine Assembly in C# nach der anderen halt so versuchen, da hineinzubringen, konnte ich da eben dasselbige meinem Kollegen eben übergeben, so dass Mhm. er eben zwischen seinen Release-Zyklen an der Library arbeiten konnte. Mhm. Also mehr oder weniger war ich der Freigespielte und mein Kollege musste halt weiter an seinen Tests und Co. Arbeiten. Mhm. Aber als eben dann ein Zwischenzeitraum bei ihm frei war, konnte er dann die Portierung weitermachen. Also das ist Mhm. sozusagen parallel gelaufen, auch einfach, weil ich seinen Code nicht ganz verstehe. Mhm. Also den Brandteil meine ich damit, also diesen produktspezifischen Teil. Mhm. Ähm, und das war dann auch eigentlich eine sehr gute Parallelität, muss ich sagen, weil ich war dann sozusagen der Main Developer von dieser Servergeschichte Mhm. äh, und habe dann aber auch erst danach, nachdem er bereits seine Library umgebaut hat, meine umgebaut. Das heißt, ich konnte da ein bisschen Erfahrungen sammeln. Also Mhm. es war im Grunde war das auch ein großer Glücksfall, rein von Mhm. der Release-Zeit her, weil wir auch gerade einfach in einem Zeitraum waren, wo ein Release-Paket war, das jetzt einfach nicht so extrem groß war. Mhm. Also Okay. es hat gepasst sozusagen. Ich meine, Mhm. ich weiß nicht, wie es den manuellen Testing-Kollegen im Detail gegangen ist bei dieser Aufgabe, aber im Großen und Ganzen war es getrieben durch mich, äh, weil eben ich freigespielt werden konnte in den Teams. Also wenn ich da jetzt Mhm. parallel irgendwas gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich nicht so sauber über die Bühne gegangen. Ja, Ja. ja, verstehe. Irgendwann war dann das Jahr dann auch rum, ne? Und Mhm. wie war denn dann der Stand? Habt ihr das geschafft in der Zeit? Oder äh, Na, leider, es war schon sehr stressig. Also ich hatte dann, äh, ich bin dann ziemlich ins Straucheln gekommen, als wir eben eine neue also ein Bussystem hinzubekommen haben und ich eben sozusagen eine neue Protokollebene implementieren musste. Und dann war ich aber mittendrin im neuen Framework und dann musste ich das halt irgendwie was Neues zu schaffen, war halt damals noch ein bisschen ein schwieriger Zeitpunkt. Dann hat das wesentlich länger gedauert, einfach diesen Integrationstest aufzustellen, als mhm. gedacht. Und das hat mich auch wesentlich in Verzug gebracht. Also im Großen und Ganzen war es schon ein Jahr, aber ich muss sagen, die, die Überlappung war dann nicht mehr so leicht festzustellen. Also ich hab dann sozusagen ein halbes Jahr circa war das Remote Library Interface und dann ein weiteres halbes Jahr, wo ich mich dann mit meinen Libraries da weiter beschäftigt habe. Und Mhm. weil das eben bei mir nachträglich gekommen ist, bin ich dann mittendrin in Stauchen gekommen, weil ich musste dann eben auch noch meine Testumgebung umbauen, also die physische Testumgebung. Mhm. Ich musste etwaige, einfach dieses neue Produkt hinzubekommen. Für das neue Produkt musste man natürlich auch Testkonzepte erstellen. Das heißt, da war ich dann schon Ja. ein bisschen überbelastet einfach. Also Mhm. das war nicht so schön.
Mittlerweile aber ähm, haben wir schon wiederum einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich gesagt habe, bei diesen ganzen Umbauten ist mir das nächste große Drum aufgefallen, weil ich ja gesagt habe, Hm. okay, mit diesen Hardware-Aufbauten, jetzt haben wir das tolle Framework, aber dafür nur ein Viertel dessen, was wir vielleicht testen könnten. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ein neuer großer Hardware-Aufbau dazu und das war dann das nächste große Ding. Ja. Ja. Okay, da muss man vielleicht eine eigene Folge mal dazu machen. Ist denn quasi von dem Alten noch was da oder habt ihr das wirklich dann auch abgedreht? Weil ich kenne das häufig, dass man dann so, dann ist es schon fertig, das Neue, aber man traut sich dann doch nicht beim Alten. Ja, vielleicht brauchen wir das nochmal oder wie habt ihr das mal geschafft, irgendwann den Hebel dann auch umzustellen und sagen, okay, das Alte ist jetzt Geschichte? Für mich war das sehr leicht, weil ich habe eine sehr große Abneigung gegenüber diesem Framework entwickelt in der Zeit, wie ich es verwendet Mhm. habe. Also war es für mich einfach so von einem Tag auf den anderen, also sobald das funktioniert hat, habe ich nie wieder hingeschaut. Aber das heißt jetzt nicht, dass alles in diesem alten Framework Mist war. Da waren etliche Implementierungen drin, auf die ich weiterhin aufgebaut habe. Also Mhm. da waren ja auch trotzdem immer noch Kommunikationsschnittstellen drin, um halt mit Servern und Co. zu sprechen. Da waren Abbildungen, also Klassenabbildungen von etlichen Protokollen drin. All derlei Sachen werden natürlich weiterhin verwendet. Mhm. Das Wesentliche, was wir wirklich rausgeschnitten haben, war einfach diese XML-Test-Organisationsschicht. Ja. Und haben das sozusagen dann einfach aufgebaut auf diesem Robot Framework und sobald das zum ersten Mal funktioniert hat, habe ich nur mehr daran gearbeitet. Mhm. Mhm. Bei meinem Kollege war das anders. Also der hatte da ein bisschen noch ein Hin- und Her-Hupferei, weil er einfach teilweise waren Sachen vielleicht noch nicht portiert. Man musste ja Mhm. trotzdem aber in dem Release-Zyklus einfach die alten Sachen ausführen. Ähm, was dann einfach zu, es geht wieder nicht und bla, geführt hat. Ja. Also ich war echt zufrieden, weil ich war ja eigentlich der Freier in dem Ganzen. Also ich war da ein bisschen gesegnet, weil ich einfach nicht einen Release-Zyklus parallel hatte. Das war Mhm. natürlich schön für mich, aber halt mit der Verantwortung, dass das halt auch was wird am Ende. Mhm. Ähm, Mhm. ja, aber ich würde mal sagen, wir verwenden das alte ab sofort eigentlich nicht mehr. Also wir haben jetzt wirklich Ja. schon damit abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Fälle, wo man sagt, okay, wir müssen da zurück, ähm, aber rein aus dem Konzept heraus, okay, wie war das Design von diesem Mhm. Testfall und wie müssen wir das umschreiben, damit man es mal sieht. Mhm. Ähm, aber nicht mehr, um es wirklich aktiv in Tests zu verwenden. Ja. Also damit ist es, Ja. das ist wirklich gestorben und können wir auch so sozusagen liegen lassen, weil es Ja. mit dem neuen einfach tadellos funktioniert. Ja. Jetzt kommt natürlich dann der Manager und sagt, so, Nikolaus, wie viel sparen wir denn jetzt ein? Ja, ähm, was Metriken angeht, da habe ich lang mit mir gekämpft. Ähm, ich habe das nicht wirklich quantifizieren können im allgemeinen Kontext, Hm. weil das, was man es war für mich einfach nicht so einfach, weil es waren nicht protokollierte Probleme in dem Sinne. Hm. Und es war jetzt nicht so, dass das alte also das war nicht das Hauptaugenmerk. Das alte Framework hatte jetzt nichts irgendwas erfasst, was problematisch wäre. Wenn ich es nicht manuell irgendwie als Bug oder sonst was eingetragen habe, dann ist das nicht aufgeschieden. Hm. Das heißt, das, was wir dann hauptsächlich verglichen haben, um halt zu quantifizieren, dass das besser, schneller und Dinges war, wir haben einfach gesagt, okay, schaut euch diesen alten Testfall an und wie viele Codezeilen es benötigt hat, um gewisse Routinen zu erfüllen und wie viele Codezeilen es benötigt im neuen System. Dann Hm. haben wir auch noch verglichen und gesagt, okay, Testdurchläufe haben im alten System so und so lange gebraucht, weiß nicht, 20 Minuten, 30 Minuten und wir sind jetzt um x% schneller mit dem neuen System, weil es einfach ein effizienteres System ist. Hm. Ähm, dann haben wir halt auch noch aufgezeigt, dass es eben Potenziale gibt mit dem neuen System, wie zum Beispiel einfach die vorhandenen Integrationen, die jetzt wegfallen. Also es gibt Hm. einfach Integrationen, auch zu zum Beispiel X-Ray für Jira, die einfach eingebaut sind. Da müssen wir nichts basteln dran. Das war vorher alles Eigenregie. Und das heißt, es sind einfach viele in dieser Entwicklungsstämme weggefallen.
die einfach Zeit freikaufen, gratis. Mhm. Und also gratis in dem Kontext jetzt. Und dann war das halt schon ein sehr schlagendes Argument, wenn man einfach sagen kann, ja, das, was das vorher gemacht hat, ist jetzt im Neuen und wir müssen es nicht mehr entwickeln. Also das ist einfach Mhm. schon ein sehr befriedigender Punkt, wenn man Mhm. einfach sagen kann, ja, hat es eh schon eingebaut. Und Mhm. äh, ich würde sagen, auch ein großer Major Selling Point von dem Thema war auch das eingebaute Reporting. Ja. Weil mit dem Robot Framework, mit dem alten Framework war Reporting ein Graus. Es war sehr viel Mhm. manuelle Arbeit damit involviert. Aber mit dem neuen Framework war einfach dieses, okay, schaut euch mal den Report an, ja, Mhm. und sagt mir, ob ihr das versteht. Und das war dann schon so, ja, da steht Ja, klar. wirklich ein Satz, was das Ding macht. Das ist schon Ja. ein Mhm. ein sehr guter Punkt, dieses Mhm. eingebaute Report-System. Super. Wenn du jetzt nochmal auf diesen Prozess zurückschaust, ne, auf dieses Jahr, auf diese Entwicklung, was sind denn so deine 2, 3 Key Learnings, die du aus dieser Zeit für dich rausgezogen hast? Geduld bewahren. Also in der ganzen Zeit habe ich mich ja gefühlt, als ob ich ein bisschen auf Nadeln laufe. Einfach Mhm. weil ich gewusst habe, ich habe mir da ziemlich was rausgenommen. Also ich habe mir mich freigekauft, aber das war dann schon einfach, okay, wenn das dann nicht funktioniert, ne, dann habe ich Geld verschmissen und da nicht wenig. Also habe ich eigentlich sehr viel Geduldserfahrung darin gelernt, dass man halt einfach gewisse Dinge ein bisschen hinnimmt und mit Ruhe an die Sache herangeht. Mhm. Weil ich habe mich jetzt versucht, eigentlich möglichst nicht stressen zu lassen und dadurch sozusagen im neuen System wieder ein Hudeln und eine schlechte Implementierung zu machen. Mhm. Das heißt, Ruhe und Geduld bewahren, wenn man refactort, ist schon ein wichtiger Punkt, auch wenn es nicht immer möglich ist, einfach weil man diese Zeit braucht, um was Neues aus etwas Altem zu machen. Ne? Mhm. Also Mhm. das war wahrscheinlich, ich bin ein bisschen ein geduldigerer Mensch geworden. Ja, sehr schön. Super. Weniger aggressiv oder so, also einfach ruhiger im Gemüt, hoffentlich. Ja, Ja, also ist das Neue auch ein bisschen dein Zen-Framework geworden. Ne? ja. Ja, super, Nikolaus. Vielen lieben Dank für diesen Einblick, dass du uns da mitgenommen hast, mal in so eine praktische Transformation, wie du das erlebt hast. Das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, ganz viele stehen vor so ähnlichen Problemen wie du Mhm. damals und sehen diesen Monolithen und denken sich, oh, was jetzt? Na, also das finde ich schön, dass du mal so ein positives Beispiel gebracht hast, wie man sowas auch lösen kann, auch wenn mit Schmerz, aber doch da auch durchgehen kann. Und wir werden dich auch verlinken unten in den Shownotes. Vielleicht der eine oder andere da noch dich als Seelentröster holen für seine Ideen. Der Ja. würde mich freuen. Ich versuche ja auch gerade zum Beispiel privat eben dieses Remote Library Interface Open Source zu stellen, Mhm. um halt sozusagen dem .NET Core ein wahrhaftiges Remote Library Interface zu geben, eben fürs Robot Mhm. Framework. Also da Mhm. würde ich mich natürlich über Unterstützer freuen, die was da Das ist doch auch, super hier. also Ja. wenn C#, dann meldet euch. Ja, ja, sehr schön. Toller Aufruf hier an die Community. Meldet euch bei Nikolaus. Vielleicht könnt ihr ihn da unterstützen. Das wäre doch eine schöne Sache, wenn wir das hier noch initiieren können weiter. Mhm. Super. Ich danke dir schön für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch in echt irgendwo auf der einen oder anderen Konferenz oder so. Hoffe ich auch, ja. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und viel Spaß mit deinem Framework und mit dem, was da noch kommt. Ne? Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao.